Hallo zusammen. In diesem Video starte ich meinen Camino von Santiago de Compostela nach Finisterre und ich nehme dich natürlich wieder mit. Da meine Unterkunft direkt auf dem Camino nach Finisterre liegt und mir der Umweg über die Kathedrale zu groß ist, starte ich direkt an der Unterkunft. Und als ich in Santiago war, habe ich eigentlich gar nichts gefilmt. Ich habe einfach nur die Zeit genossen, aber ich zeige dir gleich noch einen kleinen Ausschnitt von gestern, weil ich hatte eine sehr schöne Zufallsbegegnung und diese Zufallsbegegnung ist ein Pilger, der das halbe Jahr pilgert und das andere halbe Jahr arbeitet und der selber Stempel macht aus Wachs und von ihm habe ich gestern den schönsten Stempel in meinem ganzen Pilgerausweis bekommen und da habe ich ein kurzes Video gemacht, das blende ich dir jetzt ein und ich muss mal gucken, wie viel ich aus der Stadt rausfilme, weil es ist viel Verkehr, es ist ziemlich laut. Und wenn es was Sehenswertes gibt, filme ich. Ansonsten fange ich erst später richtig an. Aquí está y ahí está. Lo vamos a poner aquí. Okay, perfekto. Muchas gracias. In Santiago hast du nicht nur die Möglichkeit, die normale Compostela zu holen, sondern auch die franziskanische Compostela, die Cotolaya heißt. Diese erhältst du in der Franziskuskirche. Und hier bekomme ich gerade meinen Wachsstempel auf die franziskanische Urkunde und später dann auch noch eine in meinen Pilgerausweis. Darüber habe ich mich richtig gefreut. Qué lindo. Sí, Te va a pasar muy muy bien. lindo. Me gusta mucho. Espérate que voy a tirar esto. Dale. Lo quiero. Qué bonito. Ahora vengo, ¿quién está ahí? Qué lindo está. No lo cierra rápido, espera un minutinho. ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo. Muchas gracias. A ti. Corazón. Muchas gracias. Natürlich haben auch noch andere Pilger die Gelegenheit genutzt, sich den schönsten Stempel auf dem kompletten Camino machen zu lassen. Die Schlange war ziemlich lang und das kann ich verstehen. Oh wow, was war das für eine tolle Begegnung. Ich habe gerade einen Pilger kennengelernt, der 44 Caminos gelaufen ist und jedes Jahr für ein halbes Jahr pilgert. Und es war ein wirklich tolles Erlebnis, weil er mich auch in die Franziskuskirche geführt hat, wo ich ein weiteres Zertifikat bekommen habe und diese schönen Wachsstempel, die macht er selber. Und er startet morgen auch nach Finisterre und das heißt, wir werden uns mit Sicherheit nochmal über den Weg laufen. Es war wirklich eine richtig tolle Erfahrung, diesen eindrucksvollen Menschen kennenzulernen. Und ja, ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Und es war auch total witzig, weil da an dieser Kirche war eine Gruppe von Mexikanern, die schon mehrere Caminos gegangen sind. Und Roberto Antonio, also der Vielpilgerer, hat festgestellt, dass er und die Mexikaner sich kennen. Sie haben sich vor 2 Jahren auf dem Camino Frances kennengelernt. So klein ist die Pilgerwelt. Das ist echt der Wahnsinn. Man trifft sich irgendwie immer wieder. So wie auch gestern bei meiner Ankunft in Santiago, als ich dann plötzlich Roy getroffen habe. 3 Kilometer vor Santiago und den hatte ich seit Ponte de Lima nicht mehr gesehen. Heute mit dem Nebel ist das richtig mystisch. Das hat auch mal was. Und ich bin froh, dass ich heute so fit bin. Ich
bin nämlich gestern erst sehr spät ins Bett. Es hat sich ergeben, dass wir noch ein bisschen gefeiert haben und ja, dann hat sich so ergeben, ein Bier nach dem anderen. Aber das war genau richtig und ich fühle mich eigentlich dafür richtig fit, um die 20 Kilometer, 21 heute zu laufen. Hier geht es ganz schön hoch. Und das wird heute allgemein auf und ab werden. Mit einigen Höhenmetern. Heute soll es zwar wieder richtig heiß werden mit 29 Grad, aber aktuell ist alles unter einer Nebeldecke. Und das schaut so wunderschön und mystisch aus. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und der Tag Pause hat mir auch gut getan. Also das Laufen heute fällt mir viel einfacher wieder vor. Es hört sich so an, als fängt es jetzt das Regnen an. Schauen wir mal, ob ich meinen Regenponcho brauche oder nicht. Aber bei der Wärme habe ich keine Lust auf einen Regenponcho. So, ich mache jetzt wieder meine gewohnte Matepause. Diesmal einfach am Wegesrand, weil sich bisher nichts anderes angeboten hat und ich es einfach nicht mehr weiterschleppen wollte, das Wasser. Und außerdem bin ich, glaube ich, schon 6 Kilometer oder so gelaufen. Da kann man mal eine Pause einlegen. Und ich bin heute gar nicht so redefreudig irgendwie. Ich bin irgendwie heute voll in Gedanken. Also kann sein, dass ich das Video einfach ein bisschen weniger kommentiere wie sonst, weil der Abend gestern war wirklich wunderschön mit den anderen, aber wir hatten auch sehr tiefe Gespräche und sowas arbeitet einfach immer noch ein bisschen nach. Und danach ging es dann feuchtfröhlich weiter. War wirklich schön. Während meiner Matepause ist Irina vorbeigekommen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und wir haben jetzt auch beschlossen, da wir beide nicht vorgebucht haben, wenn wir kein Bett bekommen, können wir uns notfalls ein Doppelzimmer teilen. Also irgendwas wird sich schon ergeben. Wir werden schon ein Bett finden. Und auch die Reisegruppe aus Polen, die ich auf der Spiritual-Route getroffen habe, die sind auch wieder am Start, die sind auch vorbeigelaufen. In Santiago habe ich es wieder nicht geschafft, wirklich die Stadt zu erkunden. Auf der einen Seite wollte ich mich nicht so viel bewegen. Auf der anderen Seite habe ich mich viel mit den anderen getroffen, um sozusagen Abschied zu feiern, weil die meisten entweder abreisen oder anderweitig weitergehen mit dem Bus nach Finisterre oder mit dem Auto nach Finisterre. Und deswegen gab es einige
Abschiedstreffen und die waren alle sehr schön und deswegen war es jetzt nicht meine Priorität, die Stadt zu erkunden, sondern einfach den Hauptweg schön ausklingen zu lassen mit den tollen Leuten, die ich da getroffen habe. Und ja, vielleicht irgendwann schaffe ich es mal, wirklich die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber deswegen kann ich dir leider keine Videos von der Stadt zeigen, weil ich selber nicht auf Erkundungstour war, sondern einfach nur am Genießen, auch lecker essen und beim Friseur war ich. Und was den Jakobsweg besonders macht, ist nicht nur die teilweise wirklich traumhaft schöne Natur, durch die du läufst, sondern es sind wirklich die Begegnungen mit den Menschen, weil die meisten sind viel offener als im Alltag und man erzählt sich von seinen Sorgen und Problemen und viele können da besser relaten. Mir fällt gerade kein deutsches Wort dafür ein. Deswegen auf der einen Seite kann man mit diesen Leuten wirklich viel Spaß haben und eine tolle Zeit, aber eben sich auch über ernste Themen austauschen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Und diese Begegnungen machen den Weg einfach besonders. Aber die Landschaft ist so schön. Heute geht es irgendwie fast nur durch die Natur. Und der Weg aus Santiago Haus war auch super kurz. Also ich hatte gedacht, es geht ewig an den Straßen entlang, aber das war ratzfatz. In 5 bis 10 Minuten war man in der Natur. So frisch gestärkt geht es weiter. Jetzt geht es erstmal ein Stückchen bergab und dann geht es ein längeres Stück bergauf. Und da schauen wir mal, wann wir ankommen. Wir werden sehen. Aber es ist noch schön kühl. Also es lässt sich sehr angenehm laufen. Gestern war es auch voll cool, als wir mittags im Café gesessen waren. Haben wir uns gegenseitig sozusagen Postkarten geschrieben. Also jeder hat eine bekommen. Und die anderen Leute haben die schönsten Momente mit der Person draufgeschrieben oder was sie an der Person mag, und ich fand das richtig süß. Also das war eine richtig tolle Idee von Irina und so haben wir einen Wegbegleiter sozusagen, der uns immer wieder an schöne Momente erinnert oder auch was die anderen an einem schätzen. Die Pause hat richtig gut getan und jetzt geht es erstmal ein Stückchen bergab. Und dann später geht es ein relativ langes Stück bergauf. Gesamt habe ich noch so 12 Kilometer vor mir, aber 300 Höhenmeter hoch und runter. Also ist schon noch ein bisschen was. Aber durch den Pausentag fühle ich mich ziemlich fit und glaube, dass ich das ganz gut schaffen kann. Und ich habe ganz vergessen, einen Stempel mir zu holen. Der Pilgerpass für Finisterre ist auch ganz anders aufgebaut als der normale, weil das sind irgendwelche Sehenswürdigkeiten eingezeichnet. Und da muss es dann wohl Stempel geben. Aber ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit dem Stempeln, weil irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch. Weil so die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg kenne ich gar nicht so. Und ob ich das dann wirklich registriere, wenn ich dort bin, dass ich da einen Stempel holen muss. Ja, aber letztendlich ist es auch egal. Ich gehe den Camino ja für mich und wenn ich nicht alle Stempel habe, dann ist auch in Ordnung. Ich weiß ja, dass ich ihn gegangen bin und ihr könnt auf dem Video ja auch mitverfolgen. Hier war gerade ein Ortsschild von Ames Negrera
Und ich habe vorhin mal in meinem Pilgerpass nachgeschaut. Da ist eine Abbildung von irgendeiner Brücke, wie dieser Ort heißt. Ich weiß nicht, ob es da dann Stempel gibt oder nicht. Wir werden sehen. Okay, hier war jetzt nochmal eine Bar und ich habe mir einfach schnell einen Stempel geholt. War so frech. Auch wenn ich jetzt diesmal nichts getrunken oder gegessen habe. Aber ja, vorhin habe ich es halt vergessen. Chodź tu, chodź. Make it again. I want to hear you. No, Żbę. he's shy. You don't want to be on a video? Meh. Okay, ich vermute, das ist die Brücke, die abgebildet ist. Die ist ziemlich cool. Ah, da ist noch mehr. Aber irgendwie Stempelstelle gab es hier keine, also wahrscheinlich ganz normal in den Bars abstempeln, irgendwo auf dem Weg. Okay, jetzt wird's lustig. Aber auch das schaffen wir. Oh wow, traumhaft diese Blumen. Okay, jetzt wird es ein bisschen steiler. Bisher war es noch sehr gemäßigt. Aber ja, das könnte mich aus der Puste bringen. Ein Stückchen ist geschafft. Luft holen und dann geht's weiter. Also dieser Berg macht mich ganz schön fertig. Ich habe noch ziemlich weit hoch zu gehen, aber ich versuche es jetzt schön langsam. Immer Schrittchen für Schrittchen. Weil vorhin bin ich zu schnell gelaufen und dann war ich total aus der Puste. Musste mich erstmal hinsetzen. Deswegen langsam ein Schritt nach dem anderen. Weil es hieß ja 2 Kilometer lang bergauf. Also wow, ist das schön. Aber sie meinen es hier gut mit den Pilgern. Alle paar 100 Meter steht eine Bank, wo man sich ausruhen kann. Jetzt ist es zum Glück nicht so steil. Das lässt sich so gut laufen. Und es geht immer weiter bergauf, aber nicht mehr steil. Ich bin froh, wenn ich den Anstieg geschafft habe. Und es geht immer noch bergauf. Ich habe jetzt so mein Tempo gefunden gehabt, deswegen habe ich auch nicht viel gefilmt, weil mich das dann aus dem Schritt rausbringt. Und bin dann einfach gleichmäßig gelaufen und dann ging es eigentlich. Hallo Doggy. Hallo. So, ich glaube, das Schlimmste ist geschafft. Es sind noch 7 Kilometer. Es geht nochmal ein Hügelchen hoch. Also so 100 Höhenmeter sind insgesamt, was ich noch hoch muss. Und ja, 14 Kilometer, sowas habe ich hinter mir. Also, ja, das soll gehen. Weil mir heute mein linkes Knie ein bisschen wehtut. Ich muss das nachher mal dehnen, wenn ich irgendwo was finde, wo ich den Rucksack ablegen kann. Aber jetzt ist es einigermaßen flach und dann lässt sich das schön gehen.
Was für ein schönes Haus mitten im Grün. Da vorne ist eine Bar und ich glaube, ich genehmige mir jetzt ein alkoholfreies Bier. So ein richtig schönes, kühles, alkoholfreies Bier. Ja. So, die Pause hat gut getan. Cool, wie das Gebäude mit den Kühen bemalt ist. Hier auf diesem Schild steht, dass man rein darf, um Bilder zu machen. Also gucke ich mir das doch mal ein bisschen genauer an. Oh wow, das ist wirklich cool. Aber hier ist nichts. Die Sonne kam jetzt schön raus oder kommt jetzt schön raus. Aktuell bin ich im Schatten, aber es ist jetzt wirklich warm geworden. Es ist Wahnsinn, wie schön das hier ist. Traumhaft. Wow, wie schön ist das denn bitte? Traumhaft. Wow, das ist auf jeden Fall das Highlight heute. So, und ich habe gute Nachrichten. Irina ist schon angekommen und hat mir ein Bett reserviert. Also muss ich nicht im Wald schlafen. So, jetzt geht es anscheinend nochmal an der Straße entlang. Aber es ist nicht mehr weit. Das ist übrigens das Heftchen für den Weg nach Finisterre, der Pilgerpass. Und das ist mein schönster Stempel, den ich habe. Der ist doch toll, oder? Das ist der, von dem ich dir heute Morgen erzählt habe. Und hier war eine Stempelstelle. Es ist jetzt wieder ganz schön heiß geworden. Und ich bin echt froh, wenn ich dann angekommen bin und duschen kann. Ich kann mich selbst nicht mehr riechen. Hier ist meine Alberge schon angeschrieben. Nur noch 800 Meter. Jetzt zum Schluss ging es nochmal oder geht es nochmal bergauf. Wow, wie schön ist das denn? Wow, cool. Wieder so ein schönes verlassenes Haus. So, schon mal am Ortsschild. Und
Jetzt ist die Alberge wirklich um die Ecke. Ha. Bin froh, dass ich es geschafft habe. Wie süß ist denn bitte dieses Haus? Hier hingesetzt und noch eine kurze Trinkpause gemacht, bevor die letzten 800 Meter anstehen. Das Schild hat gelogen, es ist weiter wie 800 Meter. Und ich nehme jetzt schon mal mein Fazit zur heutigen Tour auf, weil hier ist es ruhig, hier ist kein Verkehr. Ich weiß nicht, wie es bei der Alberge ist. Und ich fand das heute wirklich schön. Heute Morgen mit diesem mystischen Nebel im Wald, das war einfach traumhaft. Und dann vorhin der Wasserfall an der Brücke hat mir auch super gut gefallen. Und ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, mich zu begleiten. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen lieben Kommentar und wenn du meine weitere Reise begleiten willst, dann abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!